Any moment now, Jane and Stefan will be returning to the hotel to collect both the fax and the wallet. But before that, there's a rather important matter. Die 2 Bücher. Hören Sie zu. Vielen Dank. Nein, das ist nicht nötig. Wir kommen sofort zurück. Bis gleich. Gab es wieder ein Problem? Nein, die Brieftasche ist im Hotel. Gott sei Dank. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Oh yes, vielen Dank. Bitte sehr, aber wollen Sie nicht die Bücher? Die Bücher. Oh, entschuldigen Sie bitte. Hier haben Sie meine Kreditkarte. Danke sehr. 23,30 €. Thanks, Stefan. I'll pay you back as soon as... Kein Problem. Alles klar? Ja, alles klar. Oh, warten Sie einen Moment. Dieser Roman von Stephen King, ist das der neueste? Ja. Gut, ich nehme ihn. Let me get it for you, as a present. Bitte. Nein, das geht nicht. Please, you've been so helpful. Das ist sehr liebenswürdig. Very kind. Not at all. Bitte, das... Das macht? Ja, das macht wie viel für die... 3 books? Für die 3, Moment. Die 3 Bücher, 12,30 € plus 11 für das Wörterbuch plus 21 für den Roman. Das macht 44,30 €. So, Jane has bought her dictionary and phrase book, which Stefan's paid for. She's also bought Stefan a book, and he's paid for that too, but only until she retrieves her wallet, which will be any moment now. In a moment, you can listen to all the dialogues in the bookshop again, but before that, here's another activity. It's all about objects that are being taken. Do you remember what Stefan said when the bookseller showed him the latest novel by Stephen King? Ich nehme ihn. Literally, I take him, and not it, as we'd say in English. That's because the German word for novel, Roman. is a masculine noun. Der Roman. Instead of, Ich nehme ihn. Stefan could have said, Ich nehme den Roman. but that would have been a bit too complicated and stilted. So he just said, Ich nehme ihn. whereas in English any object you take is just called it. In German, you have to be more precise and change the pronoun, the little word which replaces the noun, according to the gender of the object. If you take a masculine object, you say, Ich nehme ihn. but what if Stefan had not taken a novel, but a CD, which in German is a feminine noun? Die CD. Well, in that case, he would have had to say, Ich nehme sie. literally, I take her. Ich nehme sie. I take it. To make matters worse, Stefan could buy something that's a neuter noun, such as book. Buch. Das Buch. I take the book. Ich nehme das Buch. But I take it is... Ich nehme es. So, if you take a neuter object, you have to say, Ich nehme es. I take it. It may sound complicated, but once you've come to grips with the German gender problem, you'll find that, like English, German is also easy. Deutsch ist auch leicht. Here's some more gender practice. Instead of using the verb to take followed by an object, we'll use the verb Sehen. to see. Ich sehe. I see. Er sieht. He sees. Wir sehen. We see. Sie sehen. They see. Und jetzt die Übung. When you hear, Sagen Sie, was Sie sehen. say that you see the suitcase.
And don't forget that this is a masculine noun in German. Ich sehe den Koffer. And after that, the short version. I see it. Ich sehe ihn. So, remember to give 2 answers, a long one and a short one. Then listen to the correct answer and repeat it. Alles klar? Dann fangen wir an. Sagen Sie, dass Sie den Koffer sehen. Say that you see the suitcase. Ich sehe den Koffer. Ich sehe ihn. Now for a feminine noun, wallet. Sagen Sie, dass Sie die Brieftasche sehen. Ich sehe die Brieftasche. Ich sehe sie. And finally, try it with a neuter noun, taxi. Sagen Sie, dass Sie das Taxi sehen. Ich sehe das Taxi. Ich sehe es. And just to be sure that you're happy with ihn, sie and es, shall we have another little test? Noch ein kleiner Test? Gut. Fangen wir an. This time with different objects which we either take Nehmen or see. oder sehen. Listen to the English, say it in German, listen to the correct answer and repeat it in the pause. Hören Sie erst die englischen Wörter, antworten Sie auf Deutsch. Hören Sie in der Pause die richtige Antwort und danach wiederholen Sie. Jane takes the single room. Jane nimmt das Einzelzimmer. Jane takes it. Jane nimmt es. The receptionist sees the credit card. Der Mann am Empfang sieht die Kreditkarte. The receptionist sees it. Der Mann am Empfang sieht sie. Stefan takes the mobile. Stefan nimmt das Handy. Stefan takes it. Stefan nimmt es. Now for some practice with working out prices. For example, 45 plus 3. in the pause, give the answer, Das macht 48. then after you hear the correct answer, Wiederholen Sie wie immer. yes, repeat it as usual. Ready? 31 plus 6. Das macht 37. 37 plus 4. Das macht 41. 9 plus 8. Das macht 17. If you're really confident with those numbers, then why not go through that last test again and this time try subtracting one number from another. For example, instead of thinking, Plus, think minus. less or minus. Zum Beispiel 29 minus 15. Das macht 14. In a moment, you can hear the scene in the bookshop again. But first, a reminder of the verb Können. Ich kann. Ich kann warten. I can wait. Sie können. Sie können anfangen. You can begin.
Er kann. Er kann bezahlen. He can pay. Wir können. Wir können weitermachen. We can continue. Und jetzt können wir weitermachen. Hören wir uns noch einmal das ganze Gespräch in der Buchhandlung an. Yes, here's the complete scene in the bookshop. But listen carefully. Some of the language has changed slightly. And be ready for a short comprehension test afterwards. Guten Tag. Guten Tag, die Herrschaften. Was wünschen Sie? Wir suchen ein Wörterbuch. Ein deutsches Wörterbuch? Nein, ein deutsch-englisches bitte. Hier haben wir das Neueste. Es ist sehr nützlich. Oh, that's a bit big. Es tut mir leid, aber dieses Wörterbuch ist vielleicht nützlich, aber es ist zu groß für uns. Wir suchen etwas Kleineres. Etwas kleiner. Mal sehen. Ah ja, hier ist ein kleines Wörterbuch. Es ist auch ziemlich neu. That's much better. Danke, das ist gut. Maybe a phrase book would be useful too. You know, everyday expressions and so on. Das ist eine gute Idee. Wir suchen auch noch ein Buch mit nützlichen Ausdrücken. Für die Dame? Ah, kein Problem. Hier habe ich ein Buch mit praktischen Ausdrücken für englische oder amerikanische Touristen in Deutschland. Und es ist ziemlich klein. It's good. See? It has a guide for, was heißt die Aussprache auf Englisch? Pronunciation. Ach, natürlich. Guten Tag. Guten Abend. Wie geht's? What's that? Wie geht's? How are you? Oh, here's a good one. Lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich in Ruhe? Leave me alone. Very useful. How much is this? Wie viel kostet es? Das Buch kostet, glaube ich, 13 Euro. Oh nein, Entschuldigung. Es kostet 12,30 Euro. It's 12,30 €. That's fine. Gut, das nehmen wir. Also, das Buch kostet 12,30 Euro und das Wörterbuch 11 Euro. Also, das macht 23,30 Euro. 23,30 €. 23.30, right. Does he take cards, do you think? Kann die Dame mit einer Kreditkarte bezahlen? Kommt darauf an. Visa? Yes. Das geht. Right, I'll just get these. Oh no, my wallet! Your wallet? Was ist los? Gibt es ein Problem? It's gone. It's got my credit cards and all my cash in it. Aber was ist los? And my passport, too. Die Dame hat ihre Brieftasche nicht. Und ihr Pass, ihr Geld und ihre Kreditkarten sind in der Brieftasche. Oh nein. Reception. Wie bitte? It has to be there. Am Empfang? Warum? Why? I took out my wallet to pay for the map, remember? I must have left it on the counter. Wie bitte? Vielleicht ist die Brieftasche im Hotel. Wollen Sie das Hotel anrufen? Sie können mein Telefon benutzen. Vielen Dank. Aber ich habe mein Handy dabei. Und die Nummer des Hotels ist auf meinem Handy. Oh nein. Entschuldigung. Ich habe die Nummer nicht. Haben Sie ein Telefonbuch? Das ist nicht nötig. Rufen Sie die Auskunft an. Oh ja. Warten Sie einen Moment. Hier ist mein Telefon. Die Nummer ist 20 11 8 33. Das Hotel Hubertus in München. Die Straße? Sie ist im Zentrum, nicht weit von Schwabing. Einen Moment bitte. Do you remember the name of the street?
I think it is Mullerstrasse. Ja, natürlich. Großartig. Danke, Jane. Hotel Hubertus in der Müllerstraße in München. Ja, danke. 20, 27, 15, 31. I hope it's there. Natürlich. I think it is. Hallo? Hotel Hubertus? Oh, guten Tag. Stefan Bauer ist mein Name. Ich bin in der Buchhandlung Fairlang mit Frau Richardson. Ja, aber Frau Richardson... Wie bitte? Sie haben Ihre Brieftasche. Oh, das ist großartig. They have your wallet. Oh, thank heavens for that. Wie bitte? Ein Telefax aus England? Vielen Dank. Nein, das ist nicht nötig. Wir kommen sofort zurück. Bis gleich. Gab es wieder ein Problem? Nein. Die Brieftasche ist im Hotel. Gott sei Dank. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Oh yes, vielen Dank. Bitte sehr, aber wollen Sie nicht die Bücher? Die Bücher. Oh, entschuldigen Sie bitte. Hier haben Sie meine Kreditkarte. Danke sehr. 23,30 Euro. Thanks, Stefan. I'll pay you back as soon as... Kein Problem. Alles klar? Ja, alles klar. Oh, warten Sie einen Moment. Dieser Roman von Stephen King, ist das der neueste? Ja. Gut, ich nehme ihn. Let me get it for you, as a present. Bitte? Nein, das geht nicht. Please, you've been so helpful. Das ist sehr liebenswürdig. Very kind. Not at all. Bitte, das... Das macht? Ja, das macht wie viel für die, the 3 books? Für die 3, die 3 Bücher, 12,30 Euro plus 11 für das Wörterbuch plus 21 für den Roman. Das macht 44,30 Euro. And now, as promised, a short test. You'll hear 4 questions. Hier ein Beispiel. Wo ist das Hotel Hubertus? Im Zentrum oder im Stadtteil Schwabing? Bitte antworten Sie in der Pause. Das Hotel Hubertus ist im Zentrum. Alles klar? Gut. Dann also hier die erste Frage. Wo ist das Hotel Hubertus? Im Zentrum oder im Stadtteil Schwabing? Das Hotel Hubertus ist im Zentrum. Frage 2. Ist das erste Wörterbuch zu groß oder zu klein? Das erste Wörterbuch ist zu groß. Frage 3. Kauft Jane für Stefan einen Roman und ein Wörterbuch oder nur einen Roman? Jane kauft für Stefan nur einen Roman. Und jetzt die 4. und letzte Frage. Was gibt es im Hotel für Jane? Ein Fax und ihre Brieftasche? Oder eine Nachricht und ein Fax? Im Hotel gibt es für Jane eine Brieftasche und ein Fax. And now back to the story. When Jane and Stefan arrive back at the hotel, they find the receptionist struggling to help Herr Erfling, a hotel guest, Ein Hotelgast. from Göttingen in the north of Germany, who doesn't quite understand that the telephone number he's trying to call in Hanover, also in the north of Germany, is no longer in use.
But before you hear that conversation, here's the new language. Wie immer hören Sie sich erst die deutschen Wörter an, danach die englischen, dann noch einmal die deutschen und zum Schluss wiederholen Sie. Sie verlangen. You are asking for. Sie verlangen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. This number is not in use. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Falsch. Wrong. Falsch. And finally, a reminder of a word you first heard in Unit 1. Das. That. Das. Hören Sie sich jetzt das Gespräch an. Am Empfang im Hotel Hubertus. Nein, nein, Herr Erfling. Die Nummer, die Sie in Hannover verlangen, gibt es nicht. Verstehen Sie? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Die Nummer ist falsch. Was? Die Nummer ist falsch? Das ist nicht möglich. Herr Erfling, bitte. Also gut, bitte sehr. Hier ist noch einmal Ihre Nummer, die Nummer, die Sie verlangen. Bitte hören Sie. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein So, Anschluss Herr unter dieser Erfling Nummer. has a phone number in Hanover which he insists is right. Unfortunately, it's wrong. As the receptionist says, Die Nummer, die Sie in Hannover verlangen, gibt es nicht. Kein Anschluss unter dieser Nummer. the number is no longer in service. In a moment, you'll hear more of that recorded voice, but first, 2 more phrases. Listen and repeat after you hear each one the second time. Meine Frau. My wife. Meine Frau. Ein Fehler. A mistake or fault. Ein Fehler. Hören Sie sich jetzt den nächsten Teil des Gesprächs am Empfang an. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Bitte rufen Sie die Auskunft an. Herr Erfling, verstehen Sie jetzt? Natürlich verstehe ich. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Richtig, Herr Erfling. Aber es ist die Nummer meiner Frau. Wie bitte? Das ist die Nummer meiner Frau. Und sie ist falsch. Meine Frau hat mal wieder einen Fehler gemacht. Wie immer. Herr Erfling, wollen Sie vielleicht die Auskunft anrufen? Nein, es ist nicht so wichtig. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Herr Erfling. So, at last, Herr Erfling accepts that he's got the wrong number. Of course, it's his wife's fault. The receptionist asks him if he'd like to consult directory inquiries, but Erfling replies, Es ist nicht so wichtig. He leaves, and for a moment it looks as though Jane will have the receptionist's undivided attention and will be able to reclaim her wallet. But then Herr Erfling returns. This time he wants to know the whereabouts of the Hofbräuhaus. Das Hofbräuhaus is one of the most famous restaurants in Munich. Listen. Und jetzt zu Ihnen, Herr... Bauer, Ja, natürlich. Entschuldigung, Herr Bauer. Entschuldigen Sie. bitte, bitte. Und Frau Richardson. Hallo, guten Tag. Sie wollen sicher Ihre Brieftasche, nicht wahr? Ja, bitte, Das Hofbräuhaus. Wie bitte, Herr Erfling? Entschuldigen Sie mich einen Moment, bitte, meine Herrschaft. Natürlich, kein Problem. Danke, Herr Bauer. Also, Herr Erfling, Sie wünschen... So, just as Jane is about to get her wallet back, Herr Erfling returns to demand the address and phone number of the Hofbräuhaus. Das Hofbräuhaus. Geben Sie mir bitte die Adresse und die Telefonnummer. Before we continue with the new words and phrases, another reminder of the verb Können.
Ich kann warten. Ich kann nicht warten. Sie können anfangen. Sie können nicht anfangen. Er kann bezahlen. Er kann nicht bezahlen. Wir können weitermachen. Wir können nicht weitermachen. Now here are the other new words and phrases. Es geht wie immer. Wir fangen an. Ein Stift. A pen, Ein Stift. Ich will. I want. Ich will. Aufschreiben. To write down. Aufschreiben. Ein Blatt Papier. Some paper. Ein Blatt Papier. Wenn Sie keine Probleme hatten, dann können Sie jetzt mit dem Gespräch am Empfang weitermachen. Das Hofbräuhaus. Wie bitte, Herr Erfling? Entschuldigen Sie mich einen Moment bitte, meine Herrschaften. Natürlich, kein Problem. Danke, Herr Bauer. Also, Herr Erfling, Sie wünschen? Das Hofbräuhaus. Geben Sie mir bitte die Adresse und die Telefonnummer. Das Hofbräuhaus. Sofort, Herr Erfling. Die Adresse ist Platzl 9 in 80331 München. Das ist in der Innenstadt. Und die Telefonnummer... Haben Sie einen Stift? Ich will die Nummer aufschreiben. Hier, Herr Erfling, ein Stift. Und ein Blatt Papier. So, the address of the famous Bavarian restaurant Hofbräuhaus, is... Platzl 9 in der Innenstadt. That's yet another word for town centre. Innenstadt oder Zentrum. Das Hofbräuhaus liegt im Zentrum am Platzl 9. That's a mouthful. Platzl 9 sounds very Bavarian to me. In fact, the word Platzl is very Bavarian and literally means little square. It's in the oldest part of Munich, quite close to the Viktualienmarkt. picturesque farmers' market in the centre of Munich, where you can find the most beautiful and amazing fruit and vegetable stalls. But they also sell meat there, and every kind of poultry or venison you can imagine. And, of course, some tasty Bavarian sausages as well. Not to mention the Weissbier we've already talked about in Unit 4. Ja, das Platzl ist in der Nähe vom Viktualienmarkt. Aber jetzt zu Herrn Erfling. Der gute Mann hat Probleme. Haben Sie einen Stift? Ich will die Nummer aufschreiben. Hier, Herr Erfling, ein Stift. Und ein Blatt Papier. Aber natürlich. Bitte entschuldigen Sie, Herr Erfling. Bitte sehr, ein Blatt Papier. Also, Platzl. P-L-A-T-Z-L. Platzl 9. Platzl 9. Ach, das ist in der Nähe vom Viktualienmarkt, nicht wahr? Ja, Herr Erfling, ich glaube. Ja, natürlich. Das ist in der Nähe vom Viktualienmarkt. Und die Telefonnummer? 20 22 16 76. 20 22 26 76. Nein, Herr Erfling. 20 22 16 76. Ich verstehe. There are just a few more words and phrases before the next dialogue. As usual, repeat the German after you hear it the second time.
Es ist 9:05. It's 10:05. Es ist 9:05. Später. Later. Später. Wie Sie möchten. As you wish. Wie Sie möchten. Wenn Sie keine Probleme hatten, dann können Sie mit dem Gespräch am Empfang weitermachen. Wollen Sie die Nummer jetzt anrufen? Wie viel Uhr ist es? Es ist 9:05. Nein, vielleicht später. Wie Sie möchten, Herr Erfling. Ach, hier, Ihr Stift. Danke, Herr Erfling. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Erfling. So, perhaps Herr Erfling will phone das Hofbräuhaus later. Or perhaps not. The important thing is that after returning the receptionist's pen, he goes, leaving the receptionist to Jane and Stefan. Before the next scene, Wollen wir uns das ganze Gespräch noch einmal anhören. yes, here's the complete dialogue again, but in a slightly modified form. Am Empfang mit Herrn Erfling. Nein, nein, Herr Erfling. Die Nummer, die Sie in Hannover verlangen, gibt es nicht. Verstehen Sie? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Die Nummer ist falsch. Was? Die Nummer ist falsch? Das ist nicht möglich. Herr Erfling, bitte. Also gut, bitte sehr. Hier ist noch einmal Ihre Nummer, die Nummer, die Sie verlangen. Bitte hören Sie. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Herr Erfling, verstehen Sie jetzt? Natürlich verstehe ich. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Richtig, Herr Erfling. Aber es ist die Nummer von meiner Frau. Wie bitte? Das ist die Nummer von meiner Frau. Und sie ist nicht richtig. Meine Frau hat mal wieder einen Fehler gemacht. Wie immer. Herr Erfling, wollen Sie vielleicht die Auskunft anrufen? Nein, es ist nicht so wichtig. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Herr Erfling. Und jetzt zu Ihnen, Herr... Bauer. Ja, natürlich. Entschuldigung, Herr Bauer. Entschuldigen Sie. Bitte, bitte. Und Frau Richardson. Hallo, guten Tag. Sie wollen sicher Ihre Brieftasche, nicht wahr? Ja, bitte, ich... Das Hofbräuhaus. Wie bitte, Herr Erfling? Entschuldigen Sie mich einen Moment, bitte, meine Herrschaften. Natürlich. Kein Problem. Danke, Herr Bauer. Also, Herr Erfling, Sie wünschen? Das Hofbräuhaus. Geben Sie mir bitte die Adresse und Telefonnummer. Das Hofbräuhaus. Sofort, Erfling. Die Adresse ist Platzl 9 in 80331 München. Und die Telefonnummer... Haben Sie einen Stift? Ich will die Nummer aufschreiben. Hier, Herr Erfling. Ein Stift. Und ein Blatt Papier. Also, Platzl. Platzl. P-L-A-T-Z-L. Platzl 9. Platzl 9. Ah, das ist in der Nähe vom Viktualienmarkt, oder? Ja, Herr Erfling, ich glaube. Und die Telefonnummer? 20 22 16 76. 20, 22, 26, 76. Nein, Herr Erfling. 20 22 16 76. Ja, ich verstehe. Wollen Sie die Nummer jetzt anrufen? Wie viel Uhr ist es? Es ist 9:05. Nein, vielleicht später. Auf Wiedersehen. Wie Sie möchten. Auf Wiedersehen, Herr Erfling.
Now that Herr Erfling's out of the way, we'll continue with the receptionist as he turns his attention at last to Jane and her wallet. Und jetzt zu Ihnen, Frau Richardson. Ihre Brieftasche. Oh, thank you for... vielen... Dank. ja, vielen Dank. Bitte sehr. Aber Sie haben auch ein Fax für Frau Richardson? Ein Fax. Ah, ja. Hier, bitte. Vielen Dank. Excuse me a moment, I'll just see if it's urgent. Natürlich. Ich habe noch eine Frage. Wie kommen wir bitte am besten zur neuen Messe in Riem? So, Jane has got her wallet back and also a fax. While she reads the fax, to make sure it's not urgent, Stefan checks up on the best way to get to an area to the east of Munich where many of the large exhibitions and trade fairs are held. Die neue Messe im Stadtteil Riem. The Neue Messe in the Riem district of Munich. Notice how he asks how to get there. Wie kommen wir bitte am besten zur neuen Messe? Another way he could have asked the same question is, Was ist der beste Weg zur neuen Messe? now listen to these similar questions and repeat them. Was ist der beste Weg zum Bahnhof? Was ist der beste Weg zum Theater? Was ist der beste Weg zum Hofbräuhaus? And now, the final set of words and phrases for this unit. Wie immer, hören Sie sich bitte erst die deutschen Wörter an, danach die englischen, dann noch einmal die deutschen und am Schluss wiederholen Sie. Die U-Bahn. The underground. The tube. Die U-Bahn. Per Taxi. By taxi. Per Taxi. Fahren. To go. To drive. Fahren. Der Verkehr. The traffic. Der Verkehr. Es dauert eine halbe Stunde. It takes half an hour. Es dauert eine halbe Stunde. Schnell. Fast. Quick. Schnell. Am schnellsten. Fastest or quickest. Am schnellsten. Es ist 10:10. It's 10:10. Es ist 10:10. Und jetzt zum letzten Test in dieser Lektion. Yes, to help you learn that new language, practice it now. Listen to the English, say the German in the pause. Und wiederholen Sie die richtige Antwort. Ja, genau. The traffic. Der Verkehr. Fast. Quick. Schnell. To go. To drive. Fahren. The tube or underground. Die U-Bahn. By taxi. Per Taxi. It's 10:10. Es ist 10:10. It takes half an hour. Es dauert eine halbe Stunde. Fastest. Quickest. Am schnellsten. As ever, if you had any problems there, go back and review the last section. But if you got that new language right, bravo! You're ready to move on to the final dialogue for this unit as Stefan consults the receptionist on how to get to the sports fair In der neuen Messe in Riem. Bitte hören Sie zu. Ach bitte, wie kommen wir am besten zur neuen Messe?
Zur neuen Messe. Die ist in Riem, nicht wahr? Ja, genau. Wenn Sie die U-Bahn nehmen, dauert es vielleicht 20 Minuten von hier. 20 Minuten? Das ist ziemlich weit. Ja, Und wenn wir per Taxi fahren? per Taxi. Ich weiß nicht, Herr Bauer. Bei diesem Verkehr dauert es vielleicht eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Die U-Bahn ist am schnellsten. Wie viel Uhr ist es? Jetzt ist es 10 nach 10. 10 nach 10. Also, wir nehmen die U-Bahn. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Bauer. So, because of the time factor and the possibility of traffic, Der Verkehr. Stefan has decided to go to the sports fair by underground. Also, wir nehmen die U-Bahn. It's the tube for us. And that's the end of Unit 5. If you had any problems with that last dialogue, or if there's anything at all in Unit 5 that you're not quite sure about, go back and listen again. Remember, it's always time well spent, and the more you learn now, the easier it will be in the coming units. Auf Wiedersehen. Lektion 5. Unit 5. Die beiden Bücher. Also, das macht 23,30 €. Does he take credit cards, do you think? Kann die Dame mit einer Kreditkarte bezahlen? Kommt darauf an. Visa? Oh no. Bitte? My wallet's gone. Was ist los? Gibt es ein Problem? It's got my credit cards and all my cash in it. And my passport too. While buying a dictionary and phrasebook, Jane has discovered that she's lost her wallet. But has she lost it, or has it been stolen? You can find out in a moment. But first, in the dialogue just now, you heard Stefan ask the bookseller if Jane could pay with a credit card. Kann die Dame mit einer Kreditkarte bezahlen? The word Kann. is part of a very useful verb which is placed before other verbs either for asking permission to do something or for saying you know how to do something. Können. To be able to. Ich kann. I can. Ich kann. Sie können. You can. Sie können. Er kann. He can. Er kann. Wir können. We can. Wir können. In this unit, we're going to look at words like my, your, and his. If you say in English, where's his suitcase, the word his is a possessive adjective. It denotes whose suitcase. It's his suitcase. In German, possessives work on the same principle. But the ending of a possessive adjective depends on whether the noun that follows is masculine, feminine, or neuter. For example, before a masculine noun such as Der Koffer. suitcase, the word for his is Sein. You've heard this word before, because sein also means to be in German. But in this case, sein simply means his. Therefore, his suitcase is Sein Koffer. where is his suitcase? Wo ist sein Koffer? But if you're talking about a lady and her suitcase, you cannot use sein any longer. Instead, you have to say Ihr. her, Ihr. her suitcase. Ihr Koffer. Where is her suitcase? Wo ist Ihr Koffer? That's quite easy, isn't it?
You just have to remember the German words for his and her and put these in front of the masculine noun. Sein Koffer, Ihr Koffer. But things get more difficult as soon as females are involved, as always. Aha, wie immer, natürlich immer diese Frauen. Yes, they do make our lives complicated. Ja, Frauen. Women. Anyway, in front of a feminine noun, you can't just say Sein oder ihr, but you have to add an E to sein, and. ihr. So you say, Seine und ihre. don't worry, it's quite easy. Let's take the German word for wallet, Die Brieftasche. which is a feminine noun. Die Brieftasche. You therefore have to add the letter E, which is sounded to the possessive adjective and say Seine Brieftasche, his wallet and ihre Brieftasche. her wallet. Now you can ask, where is his wallet? Wo ist seine Brieftasche? And where is her wallet? Wo ist ihre Brieftasche? But I'm afraid that's not quite it yet, because in German, as you know, there's a third gender, which is neither masculine nor feminine, but something in between. That's the famous neuter. Das Neutrum. One example of such a neuter is a German taxi. Das Taxi. If you want to say his taxi, you have to use the same possessive adjective as in the masculine version. So his taxi is, Sein Taxi. and her taxi is. Ihr Taxi. So basically, you just have to remember that the word for his is Sein, and for her is, ihr. and those two words change if they appear in front of a feminine noun. They become Seine oder ihre. Wo ist seine Brieftasche? where is his wallet? Wo ist ihre Brieftasche? Where is her wallet? In the plural, if you're talking about more than one thing, for example wallets, suitcases or even taxis, it's very easy, even with feminine nouns. You just have to remember the words for his or her in the plural. His is, Seine. Seine Koffer. Seine Brieftaschen. Seine Taxis. and her in the plural is, Ihre. Ihre Koffer. Ihre Brieftaschen. Ihre Taxis. We'll return to possessives later in this unit. But now, Die neuen Wörter und Ausdrücke. Hören Sie sich die deutschen Wörter an, danach die englischen, dann noch einmal die deutschen und wiederholen Sie dann. Wir fangen an. Seine Brieftasche, his wallet, seine Brieftasche, ihre Brieftasche, her wallet, ihre Brieftasche, sein Geld, his money, sein Geld, ihr Geld, her money, ihr Geld, seine Kreditkarten, his credit cards, seine Kreditkarten, ihre Kreditkarten, her credit cards. ihre Kreditkarten. Wenn Sie Probleme hatten, hören Sie sich den letzten Teil bitte noch einmal an. Wenn Sie aber keine hatten, dann können Sie sich das Gespräch in der Buchhandlung anhören. Was ist los? Haben Sie ein Problem? Die Dame hat ihre Brieftasche nicht mehr. Ihre Brieftasche? Ja, und ihr Pass, ihr Geld und ihre Kreditkarten sind in der Brieftasche. Oh. So, Jane has lost her wallet Ihre Brieftasche, and ihr Pass, ihr Geld
Und Ihre Kreditkarten sind in der Brieftasche. With her passport, her money, and her credit cards. In the next dialogue, you'll hear another possessive adjective, the word for my. As with the word for his, there are two forms in the singular. Before a masculine and a neuter noun, it's Mein. Wo ist mein Koffer? Wo ist mein Taxi? and before a feminine noun, it's Meine. Wo ist meine Brieftasche? in the plural, the word for my is the same in all three genders. Meine. Meine Koffer. Meine Brieftaschen. Meine Taxis. To recap on the possessives in the singular and plural forms, listen to these questions. You'll hear a question beginning, Haben Sie? do you have or have you got? Then you change the possessives for his or her to my. For example, Haben Sie seine Kreditkarten? and you reply, Nein, ich habe meine Kreditkarten. no, I have or I've got my credit cards. Similarly, if you hear the singular forms, for example, Haben Sie seinen Koffer? reply, Nein, ich habe meinen Koffer. Alles klar? Gut. Und wie immer hören Sie die richtige Antwort nach der Pause. Bitte wiederholen Sie dann die Antwort. Haben Sie seinen Koffer? Nein, ich habe meinen Koffer. Haben Sie seine Briefe? Nein, ich habe meine Briefe. Haben Sie Ihre Brezeln? Nein, ich habe meine Brezeln. Haben Sie seinen Schlüssel? Nein, ich habe meinen Schlüssel. before the next part of the scene in the bookshop, listen to a few new words. Wie immer hören Sie erst die deutschen Wörter, dann die englischen, dann noch einmal die deutschen und dann wiederholen Sie bitte. Warum? Why? Warum? Das Hotel anrufen. To telephone the hotel. Das Hotel anrufen. Benutzen. To use. Benutzen. Ein Handy. A mobile phone. Ein Handy. Ich habe mein Handy dabei. I have my mobile with me. Ich habe mein Handy dabei. Wenn Sie keine Probleme hatten, dann machen Sie bitte mit dem nächsten Gespräch weiter. Was ist los? Die Dame hat ihre Brieftasche nicht mehr. Und ihr Pass, ihr Geld und ihre Kreditkarten sind in der Brieftasche. Oh. Reception. Wie bitte? It has to be there. Am Empfang? Warum? Why? Remember when the man in reception offered us the map? Ja? I took out my wallet to pay for it. I must have left it on the counter. Ja, das ist möglich. Wie bitte? Vielleicht ist die Brieftasche im Hotel. Ah, im Hotel? Ah, ich verstehe. Wollen Sie das Hotel anrufen? Sie können mein Telefon benutzen. Vielen Dank. Aber ich habe mein Handy dabei. Jane thinks and hopes that she's left her wallet in reception at the hotel.
The bookseller invites Stefan to use his phone to call the hotel, but Stefan has his mobile phone with him. We'll continue the scene in a moment, but first some new language. As usual, listen to the German and repeat it Nach dem zweiten Mal. after the second time. Ready? Das Telefonbuch. The phone book. Das Telefonbuch. Die Auskunft. Directory inquiries. Die Auskunft. Warten Sie. Wait. Warten Sie. Ich habe nicht. I haven't got, or I don't have. Ich habe nicht. And finally, Das Zentrum. town centre. Das Zentrum. Und jetzt sind Sie dran. Hören Sie erst die englischen Wörter, sagen Sie sie auf Deutsch und wiederholen Sie dann die richtige Antwort nach der Pause. Alles klar? Gut, dann fangen wir an. Wait. Warten Sie. The phone book. Das Telefonbuch. Directory inquiries. Die Auskunft. Town centre. Zentrum. I don't have, or I haven't got. Ich habe nicht. Und jetzt machen wir weiter mit unserem Gespräch in der Buchhandlung. Wollen Sie das Hotel anrufen? Sie können mein Telefon benutzen. Vielen Dank. Aber ich habe mein Handy dabei. Und die Nummer des Hotels ist auf meinem Handy. Oh nein, Entschuldigung. Ich habe die Nummer nicht. Haben Sie ein Telefonbuch? Das ist nicht nötig. Rufen Sie die Auskunft an. Oh ja. Warten Sie einen Moment. Hier ist mein Telefon. Die Nummer ist 11 8 33. Das Hotel Hubertus in München. Die Straße? Sie ist im Zentrum. Nicht weit von Schwabing. Einen Moment bitte. Do you remember the name of the street? When Stefan tries to find the hotel phone number on his mobile, he realizes that he's forgotten to save the hotel phone number. So the bookseller tells him to do it the old-fashioned way and phone directory inquiries instead. Did you notice what Stefan said when he tried to remember the name of the street where the Hotel Hubertus is? Die Straße? Sie ist im Zentrum. Nicht weit von Schwabing. The street? It's in the centre of town, not far from Schwabing. So, the Hotel Hubertus is not exactly in Schwabing, but not far from it. Schwabing is without doubt the most famous part of Munich. It's also one of the most expensive districts. By the way, the word for district is Stadtteil auf Deutsch. Schwabing ist das Chelsea von München. It's Munich's Chelsea, the district where painters, actors, writers and other artists have been living for decades. But nowadays, Schwabing is also the area in Munich where you go to be seen when you're rich, famous, beautiful and chic. Schick. There's even a name for this select group of beautiful people. Schickeria. There are lots of expensive restaurants, clubs and cafes in Schwabing, especially along its most famous street. Leopoldstraße. You need to go there on a Friday night,
sit in one of the pavement cafes, Straßencafés. and just watch people walking or driving by, often in very flash cars, of course. On the other hand, you'd be surprised how many people actually use their bicycle Ihr Fahrrad. to show the world how beautiful they are. Cycling is very popular in Munich, and since there are cycle paths Fahrradwege. nearly everywhere, cycling is a quick way of getting from one part of town to another. And in case you decide to try cycling, don't worry too much about people driving on the right-hand side of the road in Germany. That rule does not seem to apply to the cycle paths in Munich. You can use them in whichever direction you're going, sometimes even when the road itself is a one-way street. Einbahnstraße. A cyclist's paradise. Munich seems to be catching up on Amsterdam or even Beijing. In the next dialogue, you'll hear the result of Stefan's search for the hotel phone number. But first, numbers. Wherever you go or whatever you do in Germany, you're going to need numbers. You already know the numbers 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You also know the numbers 11 to 13. 11, 12, 13, And you know the number 20. 20. Now here are the numbers 14 to 19. Listen and repeat the German. 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19. 19. Here are those new numbers again, starting with 14. Listen and repeat. 14, 15, 16, 17, 18, 19. And now? Testen Sie Ihr Wissen. Yes, a brief test on those new numbers. You'll hear two consecutive numbers. Zum Beispiel 15, 16, In the pause that follows, you say the third number. 17. 15, 16, 17. And there'll be a second pause for you to repeat the correct answer. Sollen wir anfangen? Ja. Gut, also 15, 16, 17. 15, 16, 17. 17, 18, 19. 17, 18, 19. And finally, 14, 15, 16. 14, 15, 16. if you feel confident with the numbers 1 to 20, continue now with numbers up to 99. To learn those, you need basically just another 5 numbers. And 2 of those, 20 and 30, you know already. Remember in Unit 2, Es ist Zimmer Nummer 34. that was the number 34, which is basically 4 4 and 30. und 30. 34. You also know 33 from today's phone call to directory inquiries. 33. 33. You heard 30 in Unit 4, and also the number 20. 12,30 €.
und das Wörterbuch 11 Euro. Also, das macht 23,30 Euro. Among those numbers there, you heard 23, which again is basically 3 and 20. 3 und 20. 23. So, if 23 is 23 and 34 is, 34. what's 24? Yes, it's 24. listen and repeat. 24. Now, using the same method, try 35. 35. It's a bit harder to say, but listen again, and when you repeat it, try to copy the sound. 35. Now listen and repeat the German for these numbers. Hören Sie sich jetzt diese Zahlen an und wiederholen sie. 37, 37, 29, 29, 22, 22, 39, 39, 26, 26, 28. 28, The same method also works with 40, 40, zum Beispiel 46. 46, Hören Sie noch einmal zu und wiederholen Sie. 46. Now here are two more basic numbers. Listen and repeat the German after you hear it the second time. 50, 50, 50, 60, 60, 60. Now practice some numbers in the 50s and 60s. Listen and repeat each one after the German. 67, 67, 53, 53, 58, 58, 65, 65, 52. 52. You simply have to keep in mind that only the numbers between 1 and 20 are a bit tricky. All the others are very easy to remember. Just put the small digit in front, add the German word for and, Und followed by a number like 20, 30, 40, 50 and so on. 20, 30, 40, 50 und so weiter. The only other numbers you need to learn between 1 and 99 are those ending in 1, 21, 31, 41, 51 and so on. For those numbers, you don't say 1 und 20, but just say ein, and then add the rest as in 21. 21, 21, So 31 is 31, and 41 41. and so on for 51 to 91. Und jetzt testen Sie Ihr Wissen. Yes, now that you know the numbers 1 to 99, practice them. You'll hear a number in English. In the pause, say the German equivalent, listen to the correct answer, Und wiederholen Sie wie immer. Gut, alles klar? Dann fangen wir an. 66, 66, 53, 53, 48, 48, 54,
54. 22. 22. It's really worth taking the time to get the numbers right, especially if you ever need a telephone number. For example, listen to the phone number of the British Council in Munich. 089 20 60 33 10. Notice that in German, phone numbers consist of two different parts. They start with the area code, Die Vorwahl. which for Munich is 089, a number that you only dial when you're outside Munich. You don't need the area code when you're in Munich. When ringing from abroad, you also have to add the country code for Germany, which is 0049. 0049. You dial 0049, then leave out the O in the area code and dial the rest of the number. The number of the British Council in Munich from abroad is therefore 0049 89 20 60 3310. 0049 89 20 60 33 10 oder 0049 89 20 60 33 10. So, if you're phoning from outside Germany, you drop the O, or as it's called in German, Die Null. O or naught or 0. Null. So, double O in German is 00. 01 is, 01. and so on. Here's that British Council number again, but this time without the country and area code, which you don't dial when you're in Munich. Listen and repeat. 20 60 33 10. Many Germans also use double digits when they're giving phone numbers, so that British Council number sounds like this. 20 60 33 10. Here's another number, this time for Franz Josef Strauss Airport in Munich. Listen and repeat. 51 51 88 21. Before we return to Jane and Stefan, here are two new words. Listen and repeat the German the second time you hear it. Großartig. Brilliant. Großartig. And a word you'll easily recognize, Hallo? meaning, of course, hello. This is not only used as a general expression of greeting, but also on the phone. On the phone, it's normally a question and means, hello? Yes? Listen to the questioning intonation of the German again and copy it. Hallo? Und jetzt zu unserem Gespräch. Yes, if you remember, Jane needs to find out if she's lost her wallet or just left it at the hotel. So here's Stefan asking directory inquiries for the number of the hotel. Hören Sie bitte zu. Das Hotel Hubertus in München. Die Straße? Sie ist im Zentrum, nicht weit von Schwabing. Einen Moment bitte. Do you remember the name of the street? I think it is Müllerstraße. Ja, natürlich. Großartig. Danke, Jane. Hotel Hubertus in der Müllerstraße in München. Ja. Danke. 20, 27, 15, 31. I hope it's there. Natürlich. I think it is. Hallo?
Hotel Hubertus? So, Stefan's been given the number, he's dialed it, he's got through, and in a moment we'll hear the result of his call. But first, some new vocabulary. Hören Sie sich die deutschen Wörter an, danach die englischen, dann noch einmal die deutschen und wiederholen Sie. Fangen wir an. England, England, England. Wir kommen zurück. we're coming back or returning. Wir kommen zurück. Bis gleich. See you soon. Bis gleich. If you had any problems with that new language, go back and review that last section. If not, continue now with the phone conversation Zwischen Stefan und dem Mann am Empfang im Hotel Hubertus. between Stefan in the bookshop and the receptionist at the Hotel Hubertus. The question is, do they have Jane's wallet? Hören Sie zu. Hallo? Hotel Hubertus? Oh, guten Tag. Stefan Bauer ist mein Name. Ich bin in der Buchhandlung Fairlang mit Frau Richardson. Ja, gut. Danke. Wir haben 2 Bücher. Ja, aber Frau Richardson... Wie bitte? Sie haben Ihre Brieftasche? Oh, das ist großartig. They have your wallet. Oh, thank heavens for that. Wie bitte? Ein Telefax aus England. There is also ein Fax. Wie heißt das auf Englisch? A fax? Ach ja. Vielen Dank. Nein, nein, das ist nicht nötig. Wir kommen sofort zurück. Bis gleich. So, Jane's wallet is safe at the hotel. But the receptionist has something else for Jane. Ein Telefax. This is a very formal word for fax. And nowadays, you're more likely to hear just Ein Fax. Just before the final scene in the bookshop, here are some more words and phrases. Repeat the German the second time you hear it. Gott sei Dank. Thank heavens. Gott sei Dank. Hilfe. Help. Hilfe. Ein Roman. A novel. Ein Roman. Ich nehme ihn. I'll take it. Ich nehme ihn. Sehr liebenswürdig. Very kind. Sehr liebenswürdig. Plus. Plus. Plus.